Ja, herzlich willkommen zu unserem Panel Erfolgreiche Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in der Banken- und Immobilienbranche. Mein Name ist Christoph Beetz und ich freue mich, mit mir hier vorne begrüßen zu dürfen Jürgen Kern, Chief Sustainability Officer der KfW Bankengruppe, Jan von Mallinckrodt, Head of Sustainability bei Union Investment Real Estate und meine Kollegin und auch ESG- und Real Estate-Expertin Francesca Gagliazzi. Bevor wir über die Finanz- und Immobilienbranche sprechen, würde ich gerne so ein bisschen von dir ein paar Hintergrundinformationen erfahren, Jürgen. Du bist ja COP-Dauer- und Stammgast, kommst jetzt auch gerade aus Baku. Was hast du mitgenommen insgesamt, was das Sentiment angeht, aber auch insbesondere jetzt für die Finanzbranche? Ja, also die COP in Baku, ich glaube, das haben alle auch gelesen. Das war eine schwierige COP mit, glaube ich, langem Ringen in einer schwierigen, veränderten geopolitischen Lage. Das müssen wir einfach in Deutschland und Europa zur Kenntnis nehmen, dass es aufstrebende Schwellenländer gibt, die eine maßgebliche Rolle spielen und ihre Interessen artikulieren. Insofern ist es gut, dass es ein Verhandlungsergebnis gab, mit dem man arbeiten kann. Es ist ungenügend in Bezug auf die Minderungswirkungen, die wir erzielen wollen. Und wenn wir jetzt ein bisschen drehen sozusagen zum Finanzsektor, sehe ich zwei Dinge, die besonders relevant sind. Und ich finde, es ist auch immer wichtig, bei der grünen Transformation über die Chancen zu reden. Und das sind natürlich einerseits Kosten, andererseits auch Chancen, die damit entstehen. Das ist einmal dieses New Collective Quantitative Goal, also dieses Ziel, Finanzierungsziel, das von 100 Milliarden auf nur in Anführungszeichen 300 Milliarden jährlich US-Dollar aufgestockt wurde. Und ganz wichtig dabei ist, es gibt jetzt ein neues Verständnis, wer in dieses Goal einzahlen soll. Das Abkommen ist ja von 1992 und da gab es sozusagen eine Liste von Empfängerländern, wo aber auch große Volkswirtschaften wie China, Indien, Brasilien und so drin sind. Und die können jetzt freiwillig einzahlen und das ist, glaube ich, auch ein großer Fortschritt. Und in diesen 300 Milliarden US-Dollar sind viele Investitionschancen, die der Finanzsektor nutzen kann, wo auch explizit die Mobilisierung von Privatkapital dabei ist. Das Zweite, was, glaube ich, für den Finanzsektor sehr wichtig ist, ist der Artikel 6 bzw. 6.2, 6.4, wo im Grunde die Methodik und das Rahmenwerk für Kohlenstoffmärkte entwickelt wurde und die CO2-Bepreisung mit zur Finanzierung von grüner Transformation zu nutzen, ist ein Riesenfortschritt und kann wieder Mittel skalieren. Wir haben natürlich auch geschaut, was bedeutet das für die KfW. Die KfW ist einer der größten Umweltfinanzierer weltweit und von den 10 Milliarden, die in der Vergangenheit Deutschland beigetragen hat, kamen rund 10 Milliarden Euro von der KfW. Insofern ist das schon mal eine große Rolle und da werden wir auch schauen, wie wir in diesem neuen Ziel uns positionieren können. Und wir haben auch uns mit der Frage der Kohlenstoffmärkte auseinandergesetzt und glauben, dass wir hier eine Rolle für die KfW sehen, sozusagen die Akteure zusammenzubringen. Das ist aber eher sozusagen auf der inhaltlichen Ebene, wo wir weiterarbeiten müssen. Also insgesamt, klar wünschen wir uns immer mehr. Ich denke aber, da sind Chancen drin und Möglichkeiten, die der Finanzsektor idealerweise ergreifen sollte. Vielen Dank. Bleiben wir doch mal bei der KfW und beim Finanzsektor. Wir beobachten im Markt, dass Banken durchaus unterschiedlich dabei vorgehen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihr Geschäft zu integrieren, insbesondere im Kreditgeschäft. Das wird auch von Unternehmerkundenseite häufig beklagt. Wie berücksichtigt ihr bei der KfW ESG-Aspekte, bei der Kreditentscheidung insbesondere und was erwartet ihr auch von euren Kunden diesbezüglich? Ja, wir haben jetzt auch schon in den anderen Sessions viel über die CSRD gehört, sozusagen die regulatorischen Anforderungen. In der KfW haben wir ein bisschen früher gestartet mit der strategischen Positionierung. Ist ja auch naheliegend sozusagen bei unserem Unternehmenszweck als staatliche Förderbank. Und wir haben also in unsere Strategie sehr frühzeitig die Paris-Kompatibilität integriert. Wir haben das Management von Wirkungen integriert, weil wir explizit sagen, die Herausforderungen sind so groß, dass wir nicht nur auf den Input schauen müssen, sondern auch auf die Wirkungen, die wir erzielen. Wir haben sehr viele Wirkungsindikatoren definiert und ein paar berechnet. Und um ein Beispiel zu geben, wir haben jetzt berechnet, für 2023 haben die KfW-Finanzierungen mit dazu beigetragen, 12 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einzusparen. Und das ist natürlich nochmal ein anderer Blick auf unsere Finanzierung. Und dann wollen wir eine Top-Positionierung in den ESG-Ratings und selbstverständlich erfüllen wir die regulatorischen Anforderungen und Offenlegungspflichten. Der zweite Teil deiner Frage, was erwarten wir von den Kunden? Durch das, dass wir das sehr frühzeitig gemacht haben, versuchen wir die Paris-Kompatibilität durch sogenannte Sektorleitlinien sicherzustellen
Und da haben wir für 7 treibhausgasintensive Sektoren, Automobil, Flugzeuge, Gebäude, Eisen, Stahl, Schifffahrt etc. Sektorleitlinien entwickelt. Die sind sozusagen öffentlich auf unserer Homepage einsehbar, die Methodik auch. Und da ist im Grunde definiert, was für Mindestanforderungen wir setzen, um eine KfW-Finanzierung zu erreichen. Und das ist im Grunde die Übersetzung eines Sektor-Transformationspfades in konkrete Anforderungen an Effizienz, an Technologien etc. Jetzt seid ihr zwar eine Entwicklungsbank, eine Förderbank, aber keine Non-for-Profit-Organisation, um es mal so zu formulieren. Was ja auch immer heiß diskutiert wird, ist die Frage, ESG, ist das ein Business Case? Ja? Und insbesondere in der Bankenbranche, wie kann man auch die Balance finden zwischen Nachhaltigkeit auf der einen Seite und Profitabilität auf der anderen Seite? Wie siehst du das generell, aber auch gerade jetzt bei der KfW mit eurer besonderen Rolle im Speziellen? Ja. Also es ist natürlich erstmal unsere spezielle Rolle, auch wenn da kein Business Case dahinter wäre, müssten wir das tun als Förderbank. Das ist unser Auftrag. Aber wenn man schaut, wo ist der Business Case, wir sehen das natürlich auf der Risikoschiene. Wir verhindern durch unsere Steuerung Stranded Assets in der perspektivisch. Wir sehen es klar auf der Refi-Seite, wir sehen es bei den Green Bonds, wir sehen es aber auch insbesondere bei den Reaktionen der Investoren, die genau sagen, hey, Wirkung managen, das interessiert mich, Paris-Kompatibilität interessiert mich, eure strategische Orientierung interessiert mich. Und was ich auch nicht vernachlässigen würde, ist der Markenkern, jetzt jenseits von der KfW. Wir sehen das bei der Rekrutierung von Talenten. Und wir sehen das sozusagen auch in der Umsetzung oder der Akquise von Projektfinanzierung. Wir haben eine kommerzielle Tochter. Da kann man schon sozusagen mit der Orientierung auch ein zusätzliches Geschäft erreichen. Ja? Also ich glaube, da ist ein klarer Business Case dahinter, wenn man diese ganzen Sachen zusammenpackt. Jetzt haben wir es ja mit einem durchaus dynamischen geopolitischen Umfeld zu tun, jetzt nicht nur across the pond, sondern auch hier in Deutschland. Glaubst du, dass sich dadurch noch mal was ändern könnte an eurer grundlegenden Ausrichtung oder ist das für dich stabil? Ja, also wir haben ja nichts anderes getan, als die Verpflichtungen, die Deutschland eingegangen ist, in eine konkrete Strategie zu übersetzen. Wir haben das Science-Based gemacht, wir haben das zusammen mit Fraunhofer gemacht und ich glaube, dass dieser Grundkonsens, dass das Pariser Klimaabkommen gilt, dass Wirkungen eine Rolle spielen, dass der sozusagen nicht zur Debatte steht und dann gibt es noch die regulatorischen Anforderungen. Insofern würde ich das jetzt nicht sehen, weil das nach wie vor der Grundkonsens ist, den wir haben. Ich glaube, wir diskutieren andere Sachen, sozusagen wie bürokratisches Regulatorik, kann man ein paar Sachen irgendwie später machen, aber in der strategischen Ausrichtung sehe ich das eigentlich nicht. Also Jürgen, vielen Dank für deine sehr interessante Perspektive. Jetzt wollen wir über Immobilien sprechen und warum. Also Gebäude verursachen fast 40% der globalen CO2-Emissionen, das haben wir schon früher gehört. Also daher steht die Immobilienbranche unter großem Druck, ihre Immobilienportfolio zu dekarbonisieren und nachhaltig umzugestalten. Also Jan, wie geht Union Investment damit um? Und was sind die größten Hürden in der Umsetzung von ESG-Strategien in der Branche? Ja, da will ich gerne darauf eingehen, Francesca. Wir haben den großen Vorteil als Unternehmen, dass wir schon recht früh uns auf das Thema Nachhaltigkeit spezialisiert haben. Seit 2006 haben wir das ganz klar bei uns in der Unternehmensstrategie drin stehen. Und seit 2009 haben wir datenbankbasiert einen Datenhaushalt und geben einen datenbasierten CSR-Bericht raus. Das hat uns in die Lage versetzt, dass wir uns intensiv mit der Regulatorik, als sie in den Anfängen war, beschäftigen konnten, also Offenlegungsverordnung, SFDR auf Englisch. Und wir haben sogar aktiv eingebracht, dass Bestandsgebäude ein Teil der Taxonomie sein müssen. Die gab es vorher so gar nicht in den Konsultationen. Und insofern konnten wir uns halt intensiv mit den Details beschäftigen und mussten nicht, wo viele, glaube ich, im Markt dann zu dem Zeitpunkt angefangen haben, uns darum kümmern, erstmal die Daten in line zu haben und zu wissen, was habe ich eigentlich für Objekte in meinem Portfolio. Ja. Deswegen haben wir dann ab 2018 haben wir eine performantere Datenbank genommen. Wir sind weggegangen von manuellen Dateneingaben in einem System. 2018 dann auch mit dem Anpassen unserer Strategie, der sogenannten Managed-to-Green-Strategie, ist dann ins Leben gekommen, angefangen, Digitalisierung einziehen zu lassen, also das zu nutzen als Unterstützung, dieser Herr dieser ganzen Daten zu werden.
und haben sogenannte Energiemonitoring-Systeme ausgerollt in den Systemen. Das heißt, Sensorik eingebaut in die Immobilien. Letztendlich kann man das sehen wie beim Auto. Wenn der Blinker hinten rechts ausfällt, dann sehe ich das vorne in meinem Cockpit und kann eine neue Glühbirne installieren. So ähnlich kann man sich das vorstellen bei Gebäuden. Man geht also an die technischen Verbraucher ran, versucht entsprechend die Lastgänge sich anzusehen und Ausschläge in den Lastgängen eben auszutarieren, sodass man über gute Daten auch schon im ersten Schritt sehr gute Energieeinsparungen generieren kann. Und dass man dann aber auch die Basis hat, um weiterzugehen, sogenannte, wir nennen das gern energetische Modernisierungsfahrpläne zu machen. Ich glaube, geläufiger wäre der Begriff Sanierungsfahrpläne, aber das andere klingt, finde ich, ein bisschen positiver. Und dann hat man letztendlich eine Analyse des Gebäudes, objektindividuell, und kann sehen, was muss ich eigentlich über die Zeit machen. Man sieht sehr schnell auch, was sind eigentlich die wirklichen Themen. Wir zum Beispiel dachten am Anfang, Fassade ist das Thema, und Fassade, muss man wissen, ist halt sehr kostenintensiv, also eine große Maßnahme, und man kennt das ja auch aus den Medien, Dämm war eine Zeit lang immer die Devise, gerade im Wohnungsbau. Und das ist bei Gewerbeimmobilien nicht der Fall. Da haben wir gesehen, dass es erst gegen Ende der 40er Jahre, also 2040er Jahre dann kommt. Und andere Maßnahmen, die alle in Richtung Energieeffizienz gehen, die mit der technischen Gebäudesteuerung zu tun haben, sind. So. Das heißt, wenn man die Daten hat und tatsächlich dann auch darauf aufsetzen kann, dann sich einen Fahrplan zu machen, könnte man wunderbar dann auch über die Zeit die Investitionen steuern und Herr dieser großen Aufgabe werden. Was man allerdings wissen muss, ist, der Nutzen liegt leider beim Mieter. Also der freut sich hoffentlich, aber der Eigentümer hat erstmal nichts davon. Also die Einsparungen sind, also wir sitzen auf den Kosten und die Einsparungen liegen beim Mieter. Wir nennen das auch gerne Nutzer-Investor-Dilemma, und das gilt es eigentlich zu lösen. Jeder würde wahrscheinlich denken, oh, wenn ich jetzt in Energieeffizienz investiere, dann hat das was mit der Bewertung zu tun, haben wir gerade eben schon gehört. Aber aktuell ist die Formel leider so, es gibt nur zwei Hebel. Entweder ich erhöhe die Miete, das sehen wir im Markt leider nicht. Also ich kann eine höhere Miete durchsetzen, weil ich ein effizienteres Gebäude habe. Oder aber ich verändere die Nutzungszeit, ich verlängere sie, der Immobilie. Ja. Und da ist es aber leider so, wenn zum Beispiel ein neues Fenster eingesetzt wird, es war vorher ein Fenster drin, es ist auch ein neues Fenster wieder drin, es hat keinen Effekt auf die Nutzungszeit der Immobilie. Oder es macht auch zum Beispiel keinen Sinn, eine funktionsfähige Heizung, die noch locker 7 bis 10 Jahre läuft, rauszunehmen und neu zu investieren. Hatten wir ja vorhin auch, ich kann den Euro nur einmal einsetzen. Ich glaube, es war im Eingangsplädoyer. Und das ist natürlich, weil wir am Ende des Tages Immobilien managen für unsere Investoren, für die Rendite auch ganz wichtig ist. Also nicht nur der Risikoaspekt, wie ich in Zukunft gerichtet entsprechend Risiken steuere, auch eine Performance bringen muss. Und das müssen wir irgendwie lösen. Also der Business Case, das ist die zweite Teil deiner Frage, der fehlt aktuell eigentlich noch. Absolut. Also, und das führt mich zu einem weiteren Punkt. Also wir glauben, dass nachhaltige Gebäude einen klaren ökonomischen Mehrwert schon heute aufweisen sollten. Aber in der Tat, wie du gesagt hast, also in der Immobilienbewertung ESG-Kriterien noch nicht systematisch betrachtet sind. Nee. Also was soll sich also ändern? Wie siehst du, also sollen die ESG-Kriterien besser in Immobilienbewertungen einfließen? Das wäre mein großer Wunsch. Wir diskutieren das auch häufig mit Bewertern, dass tatsächlich das in der Immobilienbewertung eine Rolle spielt. Anfänglich war das große Problem, glaube ich, der Bewerter und Bewerterinnen, dass die Datenlage bei Immobilien einfach nicht vorhanden ist. Auf der einen Seite unser Vorteil als Immobilieneigentümer ist, wir sitzen auf unseren eigenen Daten. Es ist für uns einfach, an die Daten ranzukommen im Vergleich zu Wertpapierunternehmen. Sie sind aber nicht frei verfügbar. Ich meine, es ist ja auch ein großes Thema jetzt in der europäischen Gebäuderichtlinie, nationale Datenbanken zu etablieren, sodass dann auch Bewerter darauf zugreifen können. Wir selber stellen unseren Datenaustausch zur Verfügung für die Bewerter und Bewerterinnen, aber es ist natürlich für die kein unabhängiger Datenaushalt, und deswegen glaube ich, das wäre ein erster Schritt, dass vielleicht dann doch eines Tages das in die Bewertung einfließt. Und dann gibt es aber noch zwei Dinge, die wir beobachten können, meiner Meinung nach. Zum einen ist ja aufgrund von Liquiditätsthemen und ähnlichen Immobilienfonds gerade auch wieder viel Verkaufsthematik am Transaktionsgeschehen und Markt. Und da sehen wir ganz klar, dass Immobilien, die nicht energieeffizient sind oder nicht ESG sozusagen in Line haben und eine entsprechende hohe Energieeffizienzklasse ausweisen, schwer verkäuflich sind oder eben einen Discount bekommen. Und das zweite Thema wäre aus meiner Sicht, dass der Gebäudesektor 2027 aufgenommen wird in den EU-Emissionshandel. Das heißt, wenn ich dann noch Gebäude habe, die auf fossile Brennstoffe und Ähnliches setzen, dann wird es richtig teuer.
Ja, absolut. Und dann ist es ein Business Case, kommt in Das wäre meine der Hoffnung, Frage. ja. Also, das wir hoffen. Also, muss ich sagen, dass die Kombination aus hohe Zinssätzen, hohe Baukosten und unklaren Geschäftsmodellen in der Branche bedeutet, dass die gesamte energetische Sanierung, die ihr macht, also passiert noch nicht und noch nicht schnell genug, um die Paris-Ankommen Ziele zu erreichen. Also wenn wir über den Business Case reden, was glaubst du, dass in der Branche sich ändern sollte? Also was soll passieren, um diese Veränderung zu beschleunigen? Ja, ich glaube, wir brauchen mehr Neudeutsch Kollaboration oder einen Schulterschluss mit den Mietern oder mit unseren einzelnen Stakeholdern, dass wir auch ein Stück vom Kuchen abbekommen können und nicht nur der Mieter sich über gute und geringe Nebenkosten freuen kann. Bessere Beziehung zwischen Mieter und Vermieter vielleicht. Dass wir auch regulatorisch ihn überhaupt einbeziehen dürfen. Da gibt es nämlich auch durchaus steuerliche Regulatorik, die uns daran hindern, weil wir klassischerweise betreiben und vermieten und eben nicht Energieberater sind, dürfen wir nicht unsere Informationen, die wir für die Gebäude haben, einfach weitergeben an Mieter, was schizophren ist. Also ich muss sie ja einbeziehen. Teilweise, gerade bei Shoppingcentern, kann es sein, dass technische Anlagen betrieben werden durch einen Mieter oder im Eigentum auch des Mieters sind. Und dann wäre es ja sinnvoll, die Informationen, die ich generiert habe, auch weiterzugeben, dass das Gebäude an Nutzungszeiten angepasst ist, dass ich entsprechende Fehlsteuerungen ausmerze. Okay, das also ist eine Lücke, ist sehr klar da, ne? In Informationen zwischen alle Beteiligten. Sehr interessant. Zurück zu einem Thema, das wir haben über die Rolle der Banken vorher schon ein bisschen diskutiert. Also was denkst du, also was ist die Rolle der Banken bei der Finanzierung nachhaltiger Immobilienprojekte? Und auch in diesem Kontext, welche Herausforderungen nochmals für die Immobilienbranche in der Finanzierung? Genau, ich bin eigentlich ein Befürworter der Regulatorik. Man hat ja auch heute hier gehört, das ist alles so komplex und so viel und bitte Deregulierung, so kam es zumindest bei mir an. Grundsätzlich finde ich, als Nachhaltigkeitsverantwortlicher hat es uns extrem geholfen, endlich mal jetzt hier eine Evidenz zu schaffen, dass wir auch wirklich an dem Thema arbeiten müssen, neben natürlich den Dingen, die wir wissen, die um uns herum überall passieren und in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Insofern müsste man noch so bestimmte Stellschrauben drehen, beispielsweise bei der Taxonomie. Die befördert aktuell nämlich den Neubau, was wir uns eigentlich gar nicht mehr erlauben können, aufgrund von Ressourcen oder auch Flächenversiegelung, Biodiversität und ähnlichen Themen. Also da müsste man nochmal nachsteuern. Und zum anderen brauchen wir eigentlich mehr Standards. Also gerade wenn wir an Fördermittel denken oder auch an Finanzierung denken, dann gibt es leider noch nicht das eine Template oder das eine Format, wie wir befragt werden und was für Informationen wir eigentlich bereithalten müssen. Teilweise sind sie sehr rudimentär, diese Fragebögen, teilweise aus meiner Sicht schießen sie über das Ziel hinaus und da brauchen wir dann vielleicht auch einen Schulterschluss mehr mit den Banken. Und was Fördermittel anbelangt, aber das sehe ich, finde ich schon, muss es mehr in Richtung gehen, wir müssen den Bestand ertüchtigen, weil Neubau aus meiner Sicht können wir uns eigentlich gar nicht mehr erlauben. Ja, absolut. Also ich stimme zu. Und klare Anreize für die Finanzierung brauchen wir auf jeden Fall und klare Ziele auch für Projekte. Jan, wenn ich da gerade reinspringen darf, dass ein Vertreter der Finanzindustrie nach mehr Standards ruft, Ja. höre ich persönlich selten. Ja. Insofern würde ich Jürgen gerne noch mal ein bisschen in die Runde zurückbringen. Ja. Wie schaut ihr denn als Bank insbesondere auf das Immobilien-Thema? Könnt ihr Jan helfen? Mal so, ja? Ja, ich hoffe, dass wir Jan helfen können. Also erstmal, was Jan sagt, ist völlig richtig. Der Immobiliensektor ist für einen ganz großen Anteil der CO2-Emissionen verantwortlich und insofern hat man da sehr viel Handlungsbedarf. Ich glaube, wir müssen unterscheiden, also bei der KfW sozusagen, was fördern wir und das macht das Marktgeschäft. Und was machen wir aus Nachhaltigkeitssicht mit unseren Sektorleitlinien? Mit unseren Sektorleitlinien ziehen wir ja sozusagen die Mindestbedingungen ein. Und da werden wir jetzt auch nicht unterscheiden in der Steuerung zwischen Neubau und Bestand. Das kann dann sozusagen der Markt machen oder die Marktabteilungen. Aber wir haben genau, hier kann ich erläutern, wie so eine Sektorleitlinie funktioniert. Und ich glaube, das ist dann auch für die Kunden sehr gut nachvollziehbar. Da steht drin, bis zu welchem Jahr welcher, in dem Fall ist es einfach, KfW-Effizienzhausstandard die Mindestanforderung ist. Und das ist im Neubau KfW 55 bis 2027 und im Erwerb bzw. Sanierung, also im Bestand, bis 2034 KfW 100. Und danach wird das anspruchsvoller und damit zeichnen wir im Grunde diese Dekarbonisierungspfad, den der Immobiliensektor leisten muss, in dieser Sektorleitlinie nach.
Wir schließen fossile Wärmeerzeuger aus. Das ist erstmal, kommt raus aus dieser Science-Based Ableitung. Aber wenn man sich das auch anschaut, muss man natürlich berücksichtigen, und ich weiß, es gab natürlich in Deutschland, weiß jeder, sehr, sehr sage ich mal, polemische Diskussionen dazu. Aber die Kosten für fossile Heizungen, die werden natürlich auch steigern. Insofern gibt es ja eine Bürde, die man den Menschen aufbaut sozusagen für die Zukunft. So, das ist sozusagen die Sektorsteuerung, die wir machen. Das ist anspruchsvoll, aber die KfW ist ja auch eine besondere Bank, die sozusagen einen Förderauftrag hat, und die KfW-Darlehen im Immobilienbereich sind ja auch entsprechend verbilligt, dass man das, glaube ich, auch machen kann, so hohe Anforderungen zu stellen. Aber das stellen wir auch in anderen Bereichen der KfW, also im Auslandsgeschäft, im europäischen Ausland haben wir auch Standards etabliert, die wir jetzt nicht an den KfW-Standards angedockt haben, sondern halt anders definiert haben. Das sind dann Energy Performance Directive, die wir abgeleitet haben. Mhm. Wenn ich danach fragen darf, Sie habt ja so ein bisschen die Anforderungslücke, die Jan beschrieben hat, eigentlich selbst geschlossen. Ja, durch die Sektorleitlinien, euch eigene Standards quasi auch gesetzt für die Kreditvergabe. Würdest du das anderen Banken auch empfehlen, oder glaubst du, das ist jetzt speziell auch ein KfW-Thema mit eurer besonderen Rolle? Also ich glaube, jede Bank muss letztendlich, wenn sie Paris-kompatibel sein will, muss sie einen Transformationspfad für treibhausgasintensive Sektoren festlegen. Und ich glaube, es hilft Kundinnen und Kunden, wenn man das runterdekliniert in so etwas wie Sektorleitlinien, weil die sehr gut handhabbar sind. Und wir haben auch das Feedback gekriegt zu diesen Sektorleitlinien. Ja, da steht ja irgendwie konkret drin, welche Anforderung gilt denn ab wann. Ich glaube, das schafft zumindest sehr viel Transparenz. Jan, wenn ich dich fragen darf, vielleicht ergänzend, der Markt ist ja so ein bisschen divergent, was die Anforderungen angeht. Würdest du dir so einheitliche Standards wünschen, wie Jürgen die jetzt gerade beschrieben hat? Also wenn sich dann vielleicht auch die Industrie einigen könnte auf gerade solche? Ja, da gibt es tatsächlich auch Bewegungen, zumindest in Deutschland. Es gibt ja auch entsprechende Lobbyverbände in Deutschland, also zum Beispiel den Zentralen Immobilienausschuss oder den Deutschen Verband der Banken und Pfandbriefbanken. Und da ist tatsächlich aktuell eine Annäherung. Man möchte ich würde uns als Experten von Immobilien bezeichnen, hören, wo wir dann quasi im Diskurs hoffentlich gemeinsame KPIs definieren können, worauf es wirklich ankommt, damit wir dann, ich sag mal, zu 90% einen Fragebogen haben, der identisch ist. Ich glaube, es ist auch illusorisch zu glauben, dass nicht jede Bank auch nochmal ihre speziellen eigenen Fragen oder Anforderungen haben wird. Aber wenn wir zumindest schon mal das Grundsetup hätten, sodass wir dann auch immer quasi auf Knopfdruck die Daten für unsere Banken bereit hätten, das wird, glaube ich, allen helfen. Ich glaube, gemeinsam ist ein gutes Stichwort jetzt so zum Abschluss. Wir schaffen ja die nachhaltige Transformation auch nur gemeinsam. Wir haben sicherlich auch einige Zuschauer und Zuschauerinnen dabei, die mit ihrem Unternehmen vielleicht noch eher am Anfang der Reise stehen. Insofern an euch beide zum Abschluss die Frage, welchen Rat würdet ihr jetzt Unternehmen geben, die vielleicht noch ein bisschen langsamer anfahren, was die nachhaltige Transformation angeht? Jan, magst du anfangen? Ja, mag ich gern. Also ganz klar, E ist Key. Ich will auch sagen, was für I steht. Das kann man eigentlich aus meiner Sicht an 3 E's ganz gut ausmachen. Das erste ist Educate Yourself. Also es gibt, glaube ich, genug Informationen im Markt verfügbar, sich in das Thema einzulesen. Wenn ich Beispiele nennen sollte, wären es eben die Verbände, wo frei verfügbare Sachen sind, oder auch so Dinge wie Build World Academy oder so, wo man kostenlos sich entsprechend die Dinge aneignen kann. Dann das zweite wäre Enable Data, also richtig gute Daten und vor allem viele Daten. Nutze Digitalisierung, um da eben entsprechend an die Daten ranzukommen. Und das letzte ist Energy First, Efficiency First, weil tatsächlich jegliche nationale Regulatorik auf dieses Efficiency First geht, auch für Taxonomie, um einen Energieausweis der höchsten Güte zu bekommen, muss ich entsprechend diese Dinge angehen. Oder wenn ich auch an EPWD denke, die schlechtesten 15% muss ich enablen, also Worst First. Und Efficiency ist also das, worauf ich drauf setzen sollte. Das wäre so mein Ratschlag an Starters in dem Thema Nachhaltigkeit. Jürgen, dein Ratschlag für die Startups oder die Smart Follower, wie sie heute heißen? Ja, ich glaube Fokus. Also man kann, wenn man sozusagen grüne Transformation machen will, man kann 1000 Dinge steuern, die wahrscheinlich auch sinnvoll sind. Man kann aber auch sich hinsetzen, eine Wesentlichkeitsanalyse machen oder einen anderen Prozess machen, science-based, schauen und sagen, was sind denn die großen Sektoren oder die großen Bereiche, wo ich wirklich Impact erzielen kann. Und wenn man die beherzt angeht, hat man eine große Wirkung. Anders ist ein bisschen die Gefahr, dass man sich verzettelt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, Fokus setzen. Also bei uns auch die Frage, wir haben jetzt 7 Sektorleitlinien,
bräuchten wir nicht irgendwie 50, würden wir sagen nein, weil unser Ziel ist, den Großteil unserer Treibhausgasemissionen zu steuern, aber nicht durch das gesamte Portfolio zu gehen. Also ich glaube, Fokus ist, glaube ich, wichtig für die ersten Schritte. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben auch heute wieder gesehen, dass wir es mit einem extrem dynamischen Thema zu tun haben, was auch durch geopolitische Ereignisse erstmal nicht weggeht, weil die Richtung ist klar. Dass Daten eine große Rolle spielen, dass es durchaus Anforderungslücken gibt, die zu schließen sind. Und wenn nicht durch den Standardsetzer, dann vielleicht auch durch die Industrie. Insofern freue ich mich auf den weiteren Austausch mit euch und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Und Goran kommt jetzt wie gewohnt. Ja, und tatsächlich. schaut mal auf die Fragen. Ja. Und ich bin auch ganz erleichtert, weil ich habe euch gespannt zugehört und ich habe eine Familienhäuschen aus den 60ern gekauft und ich glaube, du hast das Wort verwendet, ich habe die Immobilie ertüchtigt, ja, und kein neues Haus gebaut. Also fand ich sehr spannend. Wir sind ein bisschen knapp in der Zeit, hat mir die Regie gesagt, vor dem Hintergrund bitte nur eine Frage und die weiteren würden wir dann im Nachgang dann beantworten. Sehr gerne. Wir nehmen mal eine raus. Lautet, welche zentralen Faktoren werden die Finanzierung von ESG in Zukunft prägen? Und vielleicht könnt ihr 2 nennen, die euch spontan einfallen. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Welche 2 Faktoren? Welche zentralen Faktoren werden die Finanzierung von ESG in Zukunft prägen? Klima und Biodiversität. Spannend. Würde ich auch unterstreichen. Also gerade die Klimarisiken, weil wenn ich Geldgeber bin, kann ich ganz schnell mein Geld auch verlieren, weil ich ständig immer wieder die Immobilie ertüchtigen muss, also wieder instand setzen muss. Gerade Klimarisiken, selbst wenn man mit dem Thema Nachhaltigkeit nichts zu tun haben will, ist unheimlich wichtig, also transitorische oder auch physische Risiken zu managen. Absolut. Klimaanpassung, würde ich auch sagen, für die Immobilienbranche ist extrem wichtig, wie wir gerade gesehen haben. So.